Hallo ihr Lieben, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, habe ich in den letzten paar Wochen keine Videos mehr gemacht. Das hatte den Hintergrund, dass ich eine ganze Menge andere Sachen zu tun hatte, also sehr viel lesen, sehr viel Texte schreiben auch für ja, Poetry Slams und einige andere Sachen, die ich nach dem Ende der Tour dann machen werde. Und ja, ich musste einfach so ein bisschen meine Energie auf bestimmte Sachen lenken und deswegen hat das Videotagebuch ein bisschen darunter gelitten. Ich muss allerdings auch sagen, dass in der Zwischenzeit jetzt ja nicht so viele spannende Sachen passiert sind, wo ich sage, okay, die möchte ich jetzt unbedingt mitteilen. Also wir hatten halt einen ja, relativ anstrengenden Touralltag, weil wir an vielen Tagen relativ weit gefahren sind. Die letzte Woche war jetzt ganz okay. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch eine Menge Videomaterial von den Wochen 9 und 10. Und ja, das seht ihr jetzt hier. Und in der Zukunft werde ich dann einfach nur noch die Sachen posten, wo ich denke, okay, die sind jetzt wirklich was ganz Besonderes, das müsst ihr jetzt unbedingt sehen. Ja, und bis dahin erstmal viel Spaß mit den restlichen 2 Wochen. Wir sind jetzt in Aschaffenburg und hier sieht alles ganz schön spannend aus. Hi! Und Jan geht jetzt hier gerade richtig ab. Ja, ich überlebe das schon. So sieht also ein Theater von oben aus. Ja, ich bin jetzt im Hotel Lamm in Mosbach. Hier auch ganz spezielle Sicherheitsvorkehrungen für einen ganz speziellen Fahrstuhl. Hier. Aber das wirklich Spannende kommt erst noch. Eine Raucherinsel im Hof. Und hier ganz wichtig, hier ist so eine Stufe eingebaut, um das Prädikat nicht behindertenfreundlich zu erhalten. Und jetzt könntet ihr denken, mein Zimmer ist hier irgendwo. Nein, hier ist mein Zimmer. Da muss ich den Kopf einziehen, weil es hier ganz schön eng ist. Wird es noch besser? Ja, und das hier ist mein Zimmer. Ja, wie ihr sehen könnt, ganz schön niedrig hier, dieser Balken. Immer aufpassen, nicht mit dem Kopf stoßen. Man sieht hier auch an solchen Sachen wie der Tür, dass der Raum wirklich schief ist. Noch spannender wird das Ganze aber, wenn man sich hier mal den Fußboden anschaut. Ich habe da so ein kleines Experiment vorbereitet. An dem Glas Wasser seht ihr, wie schief der Raum hier wirklich ist. So, jetzt sind Lutz und ich gerade in Mosbach auf dem Berg. Henschelberg heißt er, wenn ich mich nicht irre. Und genießen hier das Mosberger Stadtpanorama. Eine neue Folge Impressionen aus Mosbach.
Ja, heute sind wir in Ingolstadt in einem Bau, der so ein bisschen nach 70er Jahren aussieht. Wie erstaunlicherweise die meisten Hallen, in denen wir bisher waren. Ja, hier werden jetzt gerade noch so ein paar letzte Proben gemacht. Ja, und ich mache mich jetzt auf den Weg in den Backstage. This is great magic. Ja, manche Leute wollen hier nämlich schlafen und da muss man einige ungewöhnliche Wege wählen, um hier von vorne nach hinten zu kommen. Heute Busreinigung. Ja. Heute treten wir in Selb auf, in einer sehr coolen Location mit ganz viel Licht und einer, ja, ganz großen Bühne eigentlich. Ja, es ist jetzt schon 3:12. Wir sind heute Morgen um 8:30 Uhr losgefahren. Das Lustige ist, die meisten schlafen immer noch, wie man sehen kann. Hallo liebe Leute. Jetzt muss ich mal Töne. Meine Fresse, Also, wir sind jetzt in der evangelisch-lutherischen Kirche St. Jakobi und haben jetzt gerade 2 Euro bezahlt, damit wir hier auf den Turm gehen und ja, den schauen wir uns jetzt mal an.
Aha. So, hier mache ich mal die Kamera aus, hier ist nämlich ziemlich eng. Schicke Sache. Hier in der Göttinger Kirche. So. So sieht also Göttingen aus von oben. So, hier können wir also sehen, das Glockenspiel von Göttingen, was hier durch diese beiden Hämmer dann immer die normalen viertelstündlichen beiden Glocken auslöst. Und toll ist auch, dass man hier mit Hilfe dieser Hebel eigentlich alle Glocken dann selbst spielen kann. Muss mal schauen, ob ich jetzt gleich, wenn die Glocken dann sowieso läuten um 14 Uhr, ob ich vielleicht noch die eine oder andere dazu spielen kann. Mal gucken. Ja, hier steht auch eine besondere Herausforderung bevor, nämlich diese komischen Treppen hier runter zu gehen. Hier steht schon drauf, man soll rückwärts laufen zur eigenen Sicherheit. Aber für euch mache ich das natürlich ohne eigene Sicherheit. Boah, ist auch schön eng hier. Also nur zum Beweis, dass diese Tastatur hier auch geht, ja. Spielen wir mal die ganz hohe Glocke.